Bencher Kitty Park. Hinter mir hier auch gleich ein Dogpark. Und heute nehmen wir euch mit auf eine Runde durch den Park. Mal schauen, vielleicht entdecken wir noch ein paar von diesen Riesenechsen. Wie heißen die? Warane. Vielleicht entdecken wir noch ein paar von diesen Waranen, die hier im Bencher Kitty Park zu finden sind. Und ansonsten würde ich sagen, genießt die Eindrücke. Man hat hier eine riesen Wasserfläche mit geilem Blick auf die ganzen Wolkenkratzer, die es hier gibt. Und wir befinden uns hier gerade auf dem Weg, wo man laufen darf. Hinter der Hecke hier ist dann quasi der Weg für Jogger und Fahrradfahrer. Das ist richtig cool gemacht, dass sich keiner am Weg rumrennt. Quasi für die langsamen Leute hier die Laufstrecke und für die anderen die Joggingstrecke. Der Park ist von der ASOK BTS-Station und Metro wird er ungefähr 5 bis 7 Minuten Fußweg weg sein, so 300-400 Meter. Ganz easy zu erreichen, da braucht man also kein Taxi und kein Uber. Wir haben es jetzt heute gerade der 4. Februar. Sonne prallt gut runter. Wenn wir Glück haben, ziehen die Wolken ein bisschen drüber, dass es schattig ist, dass es nicht ganz so heiß ist. Aber ansonsten ist es trotzdem voll erträglich jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es sehen kann an diesem Gebäude hier. Das sind gerade 1, 2, 3, 4 Fensterputzer in einer Reihe, so mitten im Gebäude. Aber da muss man auf jeden Fall, darf man hier nicht schwindelfrei, man muss schwindelfrei sein, so dass ich es noch rauskriege. Wir waren gestern Soy Cowboy, ein bisschen verspult heute. Die Parks werden hier auch von der Einheimischen immer gern genutzt, um Fotoshootings zu machen oder einfach nur ein bisschen im Schatten hier abzuchillen. Das ist hier so die grüne Lunge von Bangkok. Das ist Wahnsinn, wie groß der Park ist. Der wird dann noch mit der Green Mile verbunden. Das ist 1 Meile Fußweg und der ist eigentlich so komplett grün angemalt, deswegen nennt man den auch Green Mile. Und der verbindet hier diesen Park, der Bencher Kitty Park, mit dem Lumpini Park. Hier mal so die Aussicht vom Park in voller Pracht. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja, genau. Dieser Tower hier, das ist der Exchange Tower und unser Hotel ist genau daneben. Das Hotel Clover ASOK. Das ist schon beeindruckend, die Kulisse hier auf die ganzen Wolkenkratzer. Und weil es ja noch nicht reicht, bauen es da hinten gerade weiter. Hier dann der besagte Radweg, von dem ich vorhin gesprochen habe, für Radfahrer und Jogger. Und hier eben der Fußweg, wo wir gerade gelaufen sind. Man sieht, die Touristen haben wieder keine Ahnung, so wie wir. Wir laufen einfach auf dem Radweg. Ist ja eh nichts los. Es ist heute Sonntag. Sonntag und es ist trotzdem fast nichts los hier. Jetzt kommt das eigentliche Highlight vom Bencher Kitty Park, der Skywalk. Das ist hier quasi ein riesen Biotop mit so Stege, wo man über das ganze Areal drüber laufen kann. Man kann entweder wie wir hier auf dem Skywalk laufen oder hier unten sind auch überall Wege. Und es sind überall so tolle Aussichtsplattformen dann und hat dann nochmal einen Blick auf eine komplett andere Skyline hier wieder.
Wenn man jetzt dann am Ende vom Skywalk angekommen ist, dann sieht man da hinten schon die anderen Treppen, die direkt jetzt angrenzen. Da geht es dann zur Green Mile, die dann wirklich Bencha Kitty und Lumpini Park miteinander verbindet. Und das ist auch eine ganz tolle Meile, die man auf jeden Fall machen sollte. Man muss jetzt nicht unbedingt beide Parks an einem Tag machen, kann man machen. Aber man kann auch sagen, man geht in einen Park und läuft nur die Green Mile durch zum anderen Park und steigt dann wieder in Metro ein oder nimmt sich ein Taxi oder was und fährt wieder zurück oder fährt noch woanders hin. Das ist dann jedem selbst überlassen. Hier kommt man dann direkt auf der Green Mile raus. Jetzt hinter mir nochmal Bencha Kitty Park. Und wir sind jetzt wirklich, also hier hinten ist dann das Terminal 21. Wir sind quasi an der Ecke. Alles in die Richtung ist der ganze Park. So, und hier sieht man das jetzt schon so ein bisschen. Diese ganzen kleinen Hütten hier, das ist noch das ursprüngliche Bangkok. Und das kann man jetzt eben perfekt von der grünen Meile aus, von der Green Mile aus eben sehen. Also man sieht hier noch überall die ganzen Hochhäuser im Hintergrund. Und aber direkt an dieser grünen Meile hier rechts und links kommen dann die ganzen Häusler, wie die wirklich noch, die Einheimischen, die ärmeren Leute natürlich auch leben. Und man gibt dann immer wieder auf der Green Mile, gibt es dann immer wieder so kleine Treppen, wo man runter kann und eben die Leute unterstützen kann, wenn man ihre kleinen Läden und sowas einkauft. Sind alle super freundlich, also man muss da auch keine Angst haben, dass man jetzt ausgeraubt wird oder sonst was. Die sind super freundlich, super herzlich und man ist da total willkommen als Tourist. Hier haben wir dann eben den besagten Eingang, wo man dann einfach runtergehen kann zu den Locals und auch mal durch diese ganzen Straßen alles durchgehen kann. Hier mal wieder für alle Elektriker, sieht man hier ganz gut. Und wie nah die Stromleitungen wirklich am Haus sind, wo die Leute quasi nur ihre Wäsche direkt hinter der oder teilweise sogar auf der Stromleitung nur die Wäsche aufhängen. Hier hat man dann einen kleinen Supermarkt, wo man Getränke, alles Mögliche einkaufen kann, wo man eben, wie gesagt, die Locals unterstützen kann. Und hier sieht man es auch ganz gut auf diesem Schild, da wird es auch so ein bisschen erklärt für die Englischsprachigen. Come down, also wirklich eat, drink, explore, also essen, trinken und einfach nur ja, entdecken quasi so ein bisschen. Hier ist dann noch so ein kleines Café auf der Green Mile, im Hintergrund noch eine Moschee. Und wir haben aber jedes Mal Pech, das hat nie auf, wenn wir hier sind. Es ist Sonntag, also ich würde sagen Sonntagmittag geschlossen. Aber es ist total süß und es gibt es noch, auch in 2024. Hier haben wir jetzt eben hinter uns der Bencha Kitty Park. Jetzt geht es dann hier noch über die dicke Straße drüber und hier kommt dann der Lumpini Park. Da schauen wir jetzt noch ganz kurz rein, aber oben habe ich euch dann verlinkt, weil wir waren da schon mal und da haben wir ein ausführliches Video auch über den Lumpini Park gemacht. Jetzt geht's mit der Orange Line. Ist die günstigste. 16 Baht pro Person, egal wie viele Stationen. Hier ist die Eco San, eine der geilsten Malls hier in Bangkok. Und vom Fluss aus
Auch richtig cool, die anzuschauen. Und die hat auch für einen Abend hat die eine richtig coole Dachterrasse, wo man dann auch wieder hier komplett den Chao Phraya beobachten kann. Da kommt jetzt der Lehua State Tower perfekt zum Vorschein. Auch für einen lächerlichen Betrag hier auf dem Touriboot, nicht auf dem Touriboot, auf dem Local Boot hier eben. Ganz wichtig, die Orange Line ist einfach die günstigste. Hier sieht man nur ganz klein das, wie wir so schön sagen, abgefressene Gebäude hier, das Manakon-Gebäude, wo man eben auf die Aussichtsplattform dann hoch kann. Hier mal nur zum Vergleich, was hier jetzt gerade kommt, dieses gelbe Bötchen, was direkt auf uns zusteuert. Das ist ein Touriboot, kostet im Gegensatz zu unserem Boot hier ein Schweinegeld und man sieht auch nicht mehr, ist nicht schneller, gar nichts. Hier sind auch immer wieder so kleine süße Cafés, wie das hier gerade. Da kann man dann sitzen und auch perfekt einen Kaffee oder Bierle trinken oder was Kleines essen. Und einfach den Treiben hier auf dem Chao Phraya zuschauen. Es ist natürlich auch perfekt hier die Tempel zu machen mit dem Boot. Ist eigentlich der günstigste Weg, wenn man 2 Attraktionen an einem Tag machen will. Chao Phraya fahren und Tempeltouren. Was auf keiner Liste fehlen sollte, wenn man die Zeit hat, unbedingt ein Besuch im Madame Tussauds im Siam-Distrikt, und zwar genau im Siam Discovery. Und um richtig Geld zu sparen und beides zu erleben, am besten gleich das Kombi-Ticket kaufen, wo es dann noch ins Sea Life geht in Bangkok. So, wenn man vom Siam Discovery rausgeht, einfach durch alle Gebäude bis zum Siam Paragon. Und dann gibt es hier im Ground Floor eine Rolltreppe runter ins Sea Life. Wir haben jetzt im Madame Tussauds eine halbe Stunde gebraucht, waren aber ziemlich schnell, haben die ganzen asiatischen Schauspieler eher ausgelassen. Ansonsten würde ich sagen, eine Stunde auf jeden Fall einplanen. Sea Life und Madame Tussauds hat jeweils bis 20 Uhr auf, aber Eintritt ist nur bis 19 Uhr. Und ich denke mal, Sea Life mal mindestens 2 Stunden einplanen.